Stell dir vor, du bekommst einen Zettel vorgelegt mit lauter Akkordsymbolen und du weißt sofort, welche Töne du dazu spielen kannst. Wie du das schaffst, das zeige ich dir heute in diesem Video. Akkordsymbole sind wie Codes. Wenn man sie mal verstanden hat, dann weiß man sofort, welche Töne innerhalb von dem Akkord verwendet werden und wir dann auch für unsere Melodien bzw. für unsere Basslinien verwenden können. Aber um diesen Code zu verstehen, müssen wir natürlich erstmal wissen, wie ein Akkord aufgebaut ist. Wir nehmen mal die C-Dur-Tonleiter als Beispiel. Die kennst du bestimmt. Jetzt bauen wir auf der C-Dur-Tonleiter mal einen Akkord zusammen. Und zwar unser Akkordsymbol ist für dieses Beispiel einfach nur ein C. Steht nichts dabei. Das bedeutet, wir haben einen C-Dur-Dreiklang. C als Grundton, dann den dritten Ton der Tonleiter. Wir überspringen das D, kommen zu dem E. Dieses Intervall nennt man auch die Terz, vom Grundton zum dritten Ton. Überspringen wieder einen Ton, das F, kommen zum G, das ist unser fünfter Ton der Tonleiter. Das Intervall von C nach G nennt man auch die Quinte. Und so haben wir schon unseren Akkord, unseren C-Dur-Dreiklang. C, E und G. Das kannst du jetzt immer spielen, wenn du einen Akkord siehst, der nichts dabei stehen hat. Das bedeutet dann immer ein Dur-Akkord. Oder wenn da ein G nur steht, dann ist es halt ein G-Dreiklang. G, H und D. Du siehst, die Abstände sind immer gleich auf dem Griffbrett. Wenn du die Intervalle kennst, also die Abstände zwischen den Tönen, dann kannst du jetzt diese Formel auf alle Akkordsymbole anwenden. Nehmen wir mal an, das Akkordsymbol heißt C Major 7, C Maj 7. Manchmal ist es auch nur C J7 gekennzeichnet oder manchmal ist es C ein Dreieck und ein 7. Das bedeutet alles C Major 7. Leider gibt es da keine deutsche Industrienorm dafür und kein Gesetz, sondern das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, wie das notiert wird. Man muss ein paar Varianten kennen, dann kommt man aber ziemlich gut durch. C Major ist unser Dreiklang, C, E, G. So, und jetzt kommt die 7 noch dazu, und zwar die 7. Stufe von unserer Dur-Tonleiter. Wir überspringen die 6, kommen zu 7. Das ist eine Major 7 oder auch große Septim, sagt man dazu. Und schon haben wir einen Vierklang. C Major 7, C, E, G und das H bzw. B im Englischen. Wir haben jetzt diese C-Dur-Tonleiter als Basisreferenz. Wenn wir jetzt einen Moll-Dreiklang haben, dann haben wir einen Grundton, wir haben eine kleine Terz, das heißt, unser dritter Ton ist nicht E, sondern ist ein Halbton tiefer, wird zum S. Dadurch wird aus dem Akkord ein Moll-Akkord. Von Dur, große Terz, zu Moll, kleine Terz. Den kann man auch hier greifen, ist ein bisschen einfacher. Dann überspringen wir wieder den vierten Ton und kommen zum fünften. Und so haben wir unseren C-Moll-Dreiklang. Hier nochmal der C-Dur-Dreiklang, C-E-G und C-S-G wäre unser Moll-Dreiklang. Bei Moll haben wir eine kleine Septim. Das heißt, nicht dieses B hier, sondern ein Halbton tiefer, ein B-Flat. C, S, G, B-Flat ist unser C-Moll 7 Vierklang. Du siehst schon, das System baut auf den Abständen der Töne zueinander auf, also die Intervallen. Und so wird es jetzt immer einfacher. Umso mehr Information an dem Akkordsymbol dran steht, umso mehr Töne erhalten wir, die in dem Akkord drin sind. Da wissen wir, die können wir auf jeden Fall verwenden für unsere Melodie oder Basslinie. Die meiste Zeit spielen wir der Basslinien. Ich mache mal ein Beispiel. Wir nehmen C7B9, C, E, G, unser Dreiklang wieder, Anfang des Akkordsymbols. Dann kommt die 7 dazu, das ist eine kleine Septim, wieder das B-Flat. Und 9 bedeutet jetzt wieder, wir überspringen die 8 und kommen zur 9. B9 heißt aber ein Halbton tiefer, also ein Des.
Das sind die Töne von dem C7B9-Akkord. Wenn du das jetzt mit einem anderen Grundton spielen willst, zum Beispiel mit G, dann sieht das natürlich immer noch genau gleich aus. Wir haben G, die Terz-Dur, Quinte, eine kleine Septim und eine kleine 9. Kommen wir mal noch zu einem komplizierteren Akkordsymbol. C Major 7 Kreuz 11. Wow, jetzt wird's knackig. C Major 7 hatten wir schon. C, E, G, B, also große Septim. So, und jetzt kommt die 11. Wir waren vorhin hier bei 8, dann haben wir die 9, überspringen wieder einen Ton, 10 und jetzt kommen wir zur 11. 11 ist das F. Das ist nichts anderes als die Oktave von 4. Ja, von der Quarte. 11. Und Kreuz 11 bedeutet einen Halbton höher. Fis. Der Akkord sieht dann so aus. C, E, G, B, H, Major 7. Und jetzt kommt noch die Kreuz 11 dazu. Bei einer Basslinie musst du jetzt natürlich nicht unbedingt hier oben das Fis spielen. Du kannst es auch hier spielen und hast dann die Töne zur Auswahl. Zum Beispiel. Damit hast du schon einen Großteil der Töne von dem Akkord verwendet und die klingen auf jeden Fall sehr gut zu dem Akkord, weil sie sind ja in dem Akkord enthalten. Du siehst, umso komplizierter der Akkord aussieht, umso mehr Informationen erhalten wir und umso besser wissen wir, was für Töne wir auch tatsächlich spielen können. Also richte dich einfach immer nach dem Aufbau. Du weißt, der Buchstabe gibt dir den Grundton, als nächstes kommt das Tongeschlecht, ist es Dur oder Moll, dann kommt die Septime, ist die groß oder klein, nach der Septime kommt dann die 9, die None, danach die 11, dann gibt es noch die 13 und dann kann man jederzeit zu jedem Akkordsymbol auch die passenden Töne finden. Keine Angst vor scheinbar komplizierten Akkorden und Liedsheets. Die meiste Information, die du brauchst, steht bereits auf dem Blatt. Du musst nur die Intervalle kennen und wissen, wo du deine Grundtöne auf dem Griffbrett findest. Wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, schau doch einfach mal in meinem basemeup.de Blog vorbei. Da findest du noch mehr Informationen zum Basslernen und wie du die Theorie in die Praxis umsetzt. Kannst dich auch jederzeit gerne bei mir melden oder Kommentar unten hinterlassen. Natürlich nicht vergessen, abonniere meinen Kanal, dann findest du noch viel mehr Videos zum Thema Basslernen und alles, was damit zu tun hat. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao, ciao und bis bald.